Hallo und willkommen zu Detektiv Conan: Mordfall im Mechanismentempel. Ja, ich habe mich jetzt relativ spontan dazu entschieden, mal ein Conan-Spiel zu spielen. Ja, und da dachte ich mir, warum nicht gleich für alle das veröffentlichen? Dann können auch mal andere Conan-Fans so ein Spiel kennenlernen. Ja, zunächst mal die Frage, warum habe ich gerade dieses Spiel mir ausgesucht? Naja, zunächst mal, wie ihr sehen könnt, haben wir hier Farbe. Das heißt, es ist nicht mehr eins der ganz alten Spiele. Und der zweite Grund ist, dass wir hier Kogoro, Ai und Heiji als Charaktere haben. Und ich denke mal, das kommt vielen lieber als jetzt so ein Detective Boys Fall, die mit Professor Agatha zum Campen fahren und wieder irgendwelche Käfer nur fangen oder so. Ja, ihr seht jetzt schon hier steht deutscher Text. Dazu muss man sagen, ich spiele das Spiel jetzt auf Japanisch. Das heißt, ich werde diese deutschen Texte hier nur im Nachhinein bearbeiten. Eine deutsche Version gibt es nämlich leider nicht. Und das einzige Conan-Spiel, das es nach Europa geschafft hat, ist auch meines Wissens nur die Mirapolis-Ermittlung, also für die Wii. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. So, wir wollen ein neues Spiel anfangen. Und sehen hier gleich schon Ran und Conan, die beide in einem Café sitzen. Und Conan fragt gleich, wer war das gerade am Telefon? Heiji war dran. Er sagte, dass er sich um etwa eine Stunde verspätet, weil es eine Störung bei der Bahn gab. Mann, dass dieser Hattori auch hierher kommt. Schlug einfach so vor, an einem Mystery-Fan-Treffen teilzunehmen. Naja, was soll's. Da mich das Ganze auch interessiert, wird das schon in Ordnung gehen. Was machen wir nun? Warten wir hier so lange? Ist ja nur eine Stunde, da können wir hier bleiben. Wollen wir uns noch mal was bestellen? Für mich nichts mehr, danke. Wirklich? Tja, ob ich mir wohl ein Eis gönnen sollte? Wenn Frauen Süßes essen, werden sie... Du hattest genug. Wo passt das bei ihr nur alles rein? Ja! Und da ist auch schon unser erster Fallcharakter. Wow! Conan! Tut mir furchtbar leid. Schon wieder passiert mir das. Aha. Da bekommt der Ausdruck Saften eine ganz neue Bedeutung. Ich bin wirklich untröstlich. Nanu? Das bist doch du, Ran. Oh, Miki? Tatsächlich. Arbeitest du etwa hier, Miki? Ja, seit 2 Monaten etwa. Du kennst sie, Ran? Verdammt, das Gesicht habe ich doch auch schon mal irgendwo... Das ist meine Klassenkameradin, Miki Togawa. Nanu, hattest du einen kleinen Bruder, Ran? Oder wer ist dieser Junge? Das ist Conan. Wir haben ihn bei uns aufgenommen. Entschuldige nochmals, Conan. Ich bin hier für heute schon fertig. Mein Haus ist hier ganz in der Nähe. Wollt ihr nicht kurz vorbeischauen? Tja, also... Von mir aus können wir auch ruhig hier bleiben. Sie muss sich doch nicht so bemühen, diesen Fehler wieder gut zu machen. Also dann... Kein Grund zur Bescheidenheit, Conan. Ist ja nicht so, dass ich bescheiden wäre. Na, bis Heiji ankommt, ist ja noch Zeit. Lass uns doch mitkommen. Ist doch in Ordnung, Conan? Ja, schon okay. Dann ist es abgemacht. Ach, und bitte hinterlasst keine Beschwerde bei meinen Vorgesetzten. Sonst verliere ich noch meine Stelle hier. Darauf ist sie also aus. So, jetzt sind wir also bei Miki zu Hause. Und man sieht, wir haben jetzt keinen Hintergrund mehr, sondern wir können uns jetzt, wenn dieser Dialog zu Ende ist, schon frei bewegen. Und Miki spricht uns gleich an. Hier, bitte. Ihr habt doch bestimmt wieder etwas Durst. Danke. Jetzt kommt dran. Ist deine Mutter heute nicht da? Oh, habe ich das etwa nie erwähnt? Ich habe weder einen Vater noch eine Mutter. Wie
Meine Mutter ist schon, solange ich denken kann, und mein Vater seit 2 Jahren nicht mehr am Leben. Entschuldige, dass ich so etwas gefragt habe. Ach, das macht doch überhaupt nichts. Dann lebst du also alleine? Nein, meine Schwester wohnt noch hier. Du hast eine Schwester? Aber wie soll ich sagen... Dein Vater ist doch dieser berühmte schlafende Kokoro, stimmt's? Es gibt da nämlich etwas, bei dem ich Hilfe bräuchte. Ja, das stimmt schon. Worum geht es denn? Ist was vorgefallen? Es ist so, dass meine ältere Schwester Satomi eigentlich nicht so unternehmungsfreudig ist. Sie ist zwar manchmal mit Freunden zusammen weggefahren, sie ist aber noch nie alleine verreist. Aber dann sagt sie plötzlich, dass sie alleine auf eine Reise gehen werde, ohne zu sagen wohin. Sie ist jetzt schon seit einer Woche weg und hat sich nicht gemeldet. Natürlich ist sie mittlerweile erwachsen. Und es ist an sich nicht so merkwürdig, für eine Woche wegzufahren. Aber bisher hat sie immer nahezu täglich angerufen, wenn sie verreist war. Da ist es doch komisch, dass sie sich nun überhaupt nicht meldet. Ich frag mich, wo sie nur hin sein könnte. Hast du denn vielleicht eine Vermutung, wohin sie gegangen sein könnte? Also, sie hat nichts gesagt, von daher... Könnte es hier nicht irgendeinen Hinweis geben, der uns verraten kann, wo Satomi hin ist? Naja, das Zimmer meiner Schwester ist gleich nebenan. Ran, lass uns doch mal einen Blick reinwerfen. Ja, und jetzt bekommen wir auch mal die Möglichkeit, uns hier frei zu bewegen. Wir können also das ganze Zimmer hier erkunden und auch das von ihrer Schwester Satomi nebenan. Und da niemand weiß, dass wir in Wirklichkeit gar kein Grundschüler, sondern ein Oberschüler sind, können wir auch mal ungestört in Frauensachen wühlen. Ja, da wäre Kokoro sicherlich eifersüchtig. Ja, dann gucken wir gleich mal ihr Bücherregal an, würde ich sagen. Mikis Bücherregal. Lauter mädchenhafte Bücher. Ja, okay. Dann gucken wir uns mal diesen Tisch hier an. Im Radio ist eine CD. Und daneben sind lauter CDs mit Liedern aus den Charts. Ja, scheint also eine ganz normale Jugendliche zu sein. Hat gerne Musik und liest so mädchenhafte Bücher. So, ihr Zimmer ist ja gleich nebenan, das von Satomi. Gucken wir doch mal rein. Ja, was haben wir denn hier? Oh. Ein Telefonbuch hat sie scheinbar nicht. Trägt sie die Nummern in ein Notizbuch ein? Ja, hier merkt man dem Spiel auch wieder ein bisschen sein Alter an, denn man konnte scheinbar noch keine Nummern ins Telefon einprogrammieren, sondern musste noch alles per Hand aufschreiben. Gucken wir mal in dieses Bücherregal. Satomis Bücherregal. Ausländische Werke, Mystery-Romane. Das erweckt doch gleich einen erwachseneren Eindruck als bei Miki. Ja, und was liegt hier so auf dem Tisch rum? Na? Ein Modemagazin. Ja, wir können jetzt, also wenn wir hier versuchen rauszugehen, dann kommt diese Meldung hier. Wenn ich hier weitergehe, gelange ich nach draußen. Das geht also noch nicht, aber wir können uns noch das hier angucken. Das sieht ja aus wie ein Schwert. Was haben wir denn hier? Ein Katana, das zur Schau aufgestellt ist. Am Griff ist ein seltsames Symbol eingraviert. Ob es sich um eine Art Familienwappen handelt? Ja, und dieses Geräusch eben war nicht der Hinweis, dass wir ein neues Level erreicht haben, sondern dass wir einen neuen Gegenstand in unser Notizbuch eingetragen haben. Und ich denke, da werden wir auch dann demnächst mal reinschauen, denn da füllen sich mit der Zeit alle möglichen Informationen über Personen und Gegenstände ein. So, gehen wir aber zunächst mal zurück zu Miki und erstatten ihr Bericht, was wir so alles gefunden haben. Dieses Symbol wird schon lange in unserer Familie weitergegeben. Aha, also sie sprechen jetzt offenbar um dieses Symbol an, was wir gerade gesehen haben.
Man findet es ja auch auf Dokumenten und alten Kommoden. Seit ich klein bin, bin ich immer wieder darauf gestoßen. Ist es vielleicht irgendein Wappen? Es wirkt so wie das eines Clans, oder? Vielleicht geht deine Familie auf sehr alte, ehrwürdige Vorfahren zurück, Miki. Meinst du wirklich? Ach, da fällt mir ein, bevor sie losging, hat meine Schwester eine Reisezeitschrift gekauft. Obwohl sie sich vorher noch nie so etwas besorgt hat. Eine Zeitschrift, hm? Na, Conan, lass sie uns suchen. Ja, und wieder werden wir losgeschickt, irgendwas zu suchen. Und ich würde sagen, das war es erstmal mit diesem ersten Part. Im zweiten werden wir dann mal gucken, was das denn für eine Reisezeitschrift ist, die Satomi sich da gekauft hat. Ist ja wirklich sehr ungewöhnlich, wenn sie sowas noch nie gekauft hat, dass sie da auf einmal so ein Interesse dran hat. Und wir wollen auch mal gucken, ob wir nicht da irgendeinen Hinweis finden, wo denn Satomi hin ist. Also dann, bis zum nächsten Part. Macht's gut!